Hi, willkommen zurück zu der Nagarjuna-Serie. Wir sind jetzt bei Klasse Nummer 3 und wir sind bereit, die Kapitel in Angriff zu nehmen. Die 6 der insgesamt 27 Kapitel, die wir in dieser speziellen 4. Vortragsreihe der Nagarjuna-Unterweisungen behandeln werden. Das erste Kapitel, das wir behandeln, ist Kapitel 18. Und wie ich bereits erwähnt habe, werden wir 6 Kapitel behandeln, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Und achte genau auf Kapitel 18. Ich werde dir die Namen dieser 6 Kapitel geben, nur um deinen Appetit anzuregen. Und dann gehen wir auf sie ein. Übrigens, ich hoffe, dass während ich diese 6 Kapitelnamen erwähne, dass du bereits in die Stimmung kommst, um zu raten, was ist hier der Zusammenhang? Und wenn du so bist wie ich, dann wirst du die 6 Namen hören und du wirst sagen, ich sehe nicht genau, wie das eine in das andere übergehen kann. Aber das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. Okay, jetzt legen wir los. Kapitel 18 wird genannt: Eine Untersuchung der Person und der Dinge. Eine Untersuchung der Person und der Dinge. Und die meisten von euch kennen diese klassische Aufteilung von Leerheit insgesamt in die Leerheit von Michael und die Leerheit der Dinge. Oder manchmal kann man sagen, die Leerheit von mir und die Leerheit von meins. Das heißt, all die Dinge um mich herum und die anderen Teile von mir. Du kannst also sagen, jetzt werden wir die Leerheit der Person erforschen. Und dann kann man manchmal sagen, die Dinge im Universum. Manchmal sagen sie ausdrücklich die Teile von Michael. Und einige anspruchsvolle Kommentatoren werden sagen, das Universum als einer der Teile von Michael, weil Michael das Universum wahrnimmt. Also wird das Universum in Wahrheit nur ein weiterer Teil von Michael. Und ich wollte darauf hinweisen, dass dieses Kapitel, mit dem wir beginnen, Kapitel 18, ein wirklich sehr, sehr beliebtes Kapitel ist. Wie ich bereits zuvor erwähnt habe, sind Kapitel 18 und Kapitel 24, das wir in der nächsten Vortragsreihe von Nagarjuna behandeln werden. 18 ist extrem populär. Du hast gehört, wie ich darüber gesprochen habe. Du hast gehört, wie viele Lehrer über diese Leerheit von mir gesprochen haben und die Leerheit meiner Teile. Und es ist eine extrem wichtige Leerheit. Und warum? Weil es das erste Glied ist. Mich falsch zu verstehen, meine Teile falsch zu verstehen, ist das erste Glied im Rad des Lebens. Es heißt, wie lautet der fachliche Name, dieser seltsame fachliche Name davon? Die Betrachtung der vergänglichen Ansammlung. Und es ist eine besondere Art des Missverstehens der Welt, das all unsere persönlichen Leiden auslöst. Es ist also eine, die du lernen solltest. Okay, also ich hatte hier tatsächlich ein paar Mixed Nuts, die mir geholfen haben, insbesondere Ward Smith und Nicholas Shaw. Ich sagte, überprüft alle der 27 Kapitel und sagt mir, welche die meistzitierten Kapitel in den letzten 1000 Jahren waren, in den Kommentaren der großen tibetischen Verfasser. Und sie sagten, ja, dieses Kapitel 18 ist ein sehr, sehr beliebtes Kapitel. Und das einzige Kapitel, das ihm nahe kommt, ist Kapitel 24. 24 ist eine Untersuchung der 4 höheren Wahrheiten, die 4 Arya-Wahrheiten. Das wird tatsächlich das beliebteste Einzelkapitel von allen Kapiteln. Dazu kommen wir also in der nächsten Vortragsreihe. Aber in dieser Vortragsreihe beginnen wir mit Kapitel 18. Das für sich genommen dann wahrscheinlich das wichtigste Kapitel des gesamten Werkes ist. Also mach dich bereit. Setz deine Denkmütze auf für Kapitel 18. Kapitel 19 ist eine Untersuchung der Zeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wie fließt das aus der Leerheit von mir und meinem Universum? Das ist eine Einstein-Frage. Ihr solltet also darüber nachdenken. Von der Untersuchung der Leerheit von Michael und Michaels Welt, Michaels Universum, gehen wir direkt zur Untersuchung der Natur der Zeit selbst.
Und wir haben eine Menge dieser Ideen aus dem 19. Kapitel in der DCI-Präsentation zum Zeitmanagement. Denn es gibt Möglichkeiten, die Zeit zu verändern. Es gibt Möglichkeiten, die Zeit zu verlängern. Wenn du mehr Dinge erledigen willst, ermutige ich dich, diesen Kurs zu besuchen, den Zeitmanagement-Kurs von DCI. Ich glaube, es ist Level 11. Okay, gut. Kapitel 20 ist ein sehr sexy Kapitel. Mein Lehrer würde sagen, oh, sie sind alle sehr sexy. Doch, doch, das sind sie, aber das hier ist wirklich sexy. Es heißt, eine Untersuchung darüber, wie Ursachen und Bedingungen zusammenkommen, wie sie ineinander fließen. Und es gibt da einen Ausdruck, wie heißt er nochmal? Die ultimative Konvergenz. Vollendetes Zusammenwirken von Ursachen und Wirkungen. Was bedeutet es für Ursachen und Bedingungen auf perfekte Weise zusammenzukommen? Und was sind die Auswirkungen des perfekten Zusammentreffens von Ursachen und Bedingungen? Müsste das nicht sofort ein Ergebnis auslösen? Sobald man alle notwendigen Ursachen hat und alle notwendigen Bedingungen. Du hast einen Blumensamen, dann hast du Dünger, Wärme, Wasser, Zeit, Gärtner. Sollte das nicht, diese vollendete Sammlung von Ursachen und Bedingungen, sofort ein Ergebnis auslösen? Wo ist da die Leerheit? Das ist Kapitel 20. Kapitel 21. Wenn du einmal darüber sprichst und alles, worüber wir bisher in den ersten 20 Kapiteln gesprochen haben, war, wie die Dinge geschehen. Wäre es dann nicht natürlich, darüber zu sprechen, wie die Dinge sterben? Wie sterben die Dinge? Wie vergehen die Dinge? Ups, ich habe dir gerade eine Verbindung genannt, aber das liegt an dir. Wie sollen wir es nennen, es zu untersuchen? Wie entstehen die Dinge und vergehen dann? Kapitel 21. Kapitel 22. Warum springt er jetzt hierher? Eine Untersuchung der Buddhas. Wow, das ist cool. Du hast nicht über Buddhas gesprochen, so ziemlich das ganze Buch lang. Und dann, plötzlich, nach der Untersuchung der Zeit etc., springst du, Mr. ADHS Nagarjuna, du springst zur Leerheit der Buddhas über. Was hat es damit auf sich? Wo ist die Verbindung? Wir werden das in Kapitel 22 untersuchen. Kapitel 23. Wirklich interessant, um zu erklären, wie das alles aus dem letzten Kapitel hinüberfließt. Denn Kapitel 23 ist der Untersuchung der Fehler gewidmet, die wir in unserem Leben machen. Kapitel 23 ist ziemlich direkt den Fehlern gewidmet, insbesondere unserer Wahrnehmung von Dingen, die Leerheit der Dinge nicht zu verstehen. Also, nochmal, es liegt an euch, den Verlauf zu untersuchen. Ich gebe euch nochmal die 6 Kapitel. 18, Personen und Dinge, die Leerheit von Michael und seinem Universum. 19, wir werden die Zeit untersuchen. 20, wenn Ursachen und Bedingungen zusammenkommen, zu dem, was ich gerne als eine vollendete Konvergenz benenne. Vollkommene Konvergenz von Ursachen und Bedingungen. Wie schauen wir in die Leerheit davon? Wie könnte das nicht eine Wirksamkeit an sich haben, wenn alle Ursachen und Bedingungen versammelt sind? Wie könnte das nicht eine innewohnende Kraft haben? Weil Dinge immer direkt danach auftauchen. Kapitel 22. Wir werden uns mit denjenigen beschäftigen, die den Weg bereits gegangen sind, die Tathagata. 21 ist, wie die Dinge entstehen und dann vergehen. 22 ist das mit denjenigen, die den Weg gegangen sind. Oh, sorry. Und 23 ist dann eine Untersuchung des Irrtums. Wie jetzt bei den Kapitelzahlen, richtig? Also klar, los geht's. Jedes Mal, wenn wir einen Kurs zusammen machen, jetzt ab heute in dieser Klasse, möchte ich dir 3 wichtige Sanskrit-Wörter beibringen. Man sagt, dass alle Buddhas Sanskrit sprechen, nachdem sie erleuchtet worden sind. Und sie sagen, dass die Silben der Sanskrit-Sprache eine tiefe, fast unerklärliche Wirkung auf deine Chakren haben, auf deinen Geist, auf deinen Körper.
Irgendwie hat die Sanskrit-Sprache eine unmittelbare Wirkung auf deinen Körper und deinen Geist. Also dachte ich, wir können ein bisschen über die wichtigen Wörter in jedem Kapitel, das wir behandeln, sprechen. Und wenn du das Sanskrit lesen würdest, denn wir haben das große Glück, dass das Sanskrit für diese Weisheitsbücher noch existiert. Wir können das Sanskrit immer noch lernen. Es ist eine wunderbare Stelle, um Sanskrit auswendig zu lernen, besonders die ersten beiden Verse. Es ist eine wunderbare Stelle, wenn man Sanskrit lernen möchte, um es auf die Art und Weise zu lernen, wie Nagarjuna Sanskrit verwendet hat, der wahrscheinlich einer der größten Autoren in Sanskrit ist. Wir werden also erforschen, wir werden 3 Sanskrit-Wörter in jeder Klasse untersuchen. Und das sind Wörter, die für dieses Kapitel wichtig sind. Hier ist also das erste heute. Ich möchte über das Wort Atman sprechen. Sag Atman. Atmen, ja, Atmen bedeutet Dak auf Tibetisch, was ein Selbst oder eine Selbstnatur bedeutet. Du hast wahrscheinlich das Wort Mahatma Gandhi gehört, was so viel wie das große Wesen bedeutet. Das große Selbst, das heißt Gandhi selbst, Mahatma K. Gandhi. Atmen bedeutet also Selbst oder Selbstnatur. Ich mag die Teile dieses Wortes. Ich denke, es ist sehr sexy. Das A, das anfängliche lange A, war früher ein kurzes A. Und manchmal wird ein kurzes A in ein langes A umgewandelt, am Anfang eines Sanskritwortes. Also war es früher Atman und dieses anfängliche A in einem Sanskritwort wird im Griechischen als entziehendes A bezeichnet. Es besteht so im Griechischen auch weiterhin. Und es bedeutet nicht. Wenn also ein A am Anfang eines Wortes in Sanskrit steht, kann es nicht bedeuten. Und das besteht im Deutschen fort in Wörtern wie apolitisch oder atheistisch oder apathisch. Was bedeutet, es ist mir egal. Und du siehst ein anfängliches A, das nicht bedeutet. Die Wurzel von Sanskrit Tam oder TM oder TAM bedeutet getrennt zu sein oder getrennt sein. Und so ist Atmen das Wort für Selbst und das Wort für Atom. Bedeutet untrennbar. Eine zusammenhängende, selbstständige, einheitliche Seele. Die Seele oder das Selbst einer Sache. Ein Atom, Atom, bedeutet ein unteilbares Teilchen. Es kann nicht geteilt werden. Sobald man ein Atom in kleinere Teilchen aufteilt, verliert es seine elementare Identität. Und es hat nicht länger einzigartige Eigenschaften, die andere Atome nicht haben. Atom bedeutet also, dass es nicht trennbar ist. Atmen bedeutet eine Seele. Und wenn man Atman in einen Satz einbaut, fällt das N weg, wenn du es als eine Seele verwendest. Dann ist es Atma. Ein anderes Beispiel dafür ist Yogin, was so viel bedeutet wie ein Praktizierender des Yoga. Und dann, wenn du es in einem Satz verwendest, wie heißt es dann? Als der Substantiv in einem Satz verliert es das N. Dann wird es zu Yogi. Ein Praktizierender des Yoga ist ein Yogi. Aber die ursprüngliche Form ist Yogin. Man könnte also Atman sehen als Atma wie bei Mahatma Gandhi. Das klassische Beispiel für die Verwendung der Wurzel Tam ist in diesem Bild, das du hier siehst. Dies ist eine klassische Steinkirche oder Steintempel in Osteuropa. Und normalerweise hatten sie eine Mauer, eine Steinmauer, die das Dorf von der Kirche oder dem Tempel trennte. Dadurch wurden diese Strukturen dann Tempel genannt, der Ort, der abgetrennt ist. Das ist also eine Verwendung der Wurzel Tam. Tempel wurde also auch auf diese Wurzel gebaut. Atom oder Atma bedeutet also ein reales Selbst, ein solider Kern für alle Dinge. Wenn du es so sagst, haben Michael und Michaels Universum einen soliden Kern, der unabhängig von meinen Wahrnehmungen ist? Oder
unabhängig von meinen Handlungen gegenüber anderen, unabhängig von meinen Freundlichkeitsgraden, dem Ausmaß meiner Freundlichkeit, das wäre dann Atmen. Das wäre ein solider Kern für Michael, der unabhängig davon ist, wie Michael mit anderen Menschen umgeht. Wenn die Welt nicht aus Karma entsteht, wenn die Qualität meines Lebens nicht dadurch bestimmt ist, davon abhängig, wie gut ich andere behandle, dann Atem, dann bin ich an Atmen. Dann bin ich ein selbst existierendes Selbst und werde nicht davon beeinflusst, wie ich andere behandle. Dann ist also ein Wort, von dem ich möchte, dass du im Sanskrit lernen solltest. Also, ich habe dir 3 versprochen. Das nächste ist Skanda, was auf Tibetisch Pungpo bedeutet. Auf Englisch, wenn wir eine Person beschreiben, sagen wir der Körper und der Geist. Im Buddhismus sagen wir die 5 Teile. Die 5 Teile einer Person. Und jeder dieser Teile wird im klassischen Buddhismus nicht Teil genannt, man nennt es eine Anhäufung oder einen Haufen. Und das Abhidharma sagt, der Grund, warum sagen wir nicht einfach Körper und Geist? Warum sagen wir die 5 Haufen einer Person? Es geht darum, dass jeder Teil einer Person, in westlicher Terminologie, der Geist und der Körper, auch aus mehreren Komponenten besteht. Wir sagen also nicht Körper und Geist. Wir sagen eine Anhäufung von mehreren Komponentengruppen. Woher kommt das Wort Skanda? Wenn man das Sanskrit auf ältere Wurzeln zurückleitet, die man indoeuropäische Wurzeln nennt, gibt es ein Wort Sken, eine Wurzel Sken. Und das ist im Englischen die Wurzel für scatter, verteilen, oder shatter, zerbrechen. Du bekommst also diese Idee einer Streuung von Blättern, was bedeutet, jeder Teil meines Körpers, meines ganzen Körpers und mein ganzen Geist besteht aus mehreren kleinen Teilen und kleineren Komponenten. In diesem Sinne sind mein Körper und mein Geist beides Anhäufungen. Im klassischen Buddhismus sagen wir nicht Körper und Geist. Wir sagen die 5 Komponenten von Körper und Geist. Der Geist hat 4 Komponenten und der Körper hat eine Komponente. Wir haben also eine physische Seite von uns, eine Komponente, zusammengesetzt aus vielen Teilen, Streuungen. Und dann haben wir die 4 mentalen Komponenten. Das ist dein allgemeines Bewusstsein, deine Tendenz jederzeit zu fühlen, Tag und Nacht, deine Tendenz zu unterscheiden, dies ist gut, dies ist schlecht, dies ist groß, dies ist klein, dies ist blau, dies ist grün und dann die anderen Teile deines Geistes. Klassischerweise sind es etwa 50 andere Teile oder Komponenten deines Geistes. Sie sind aufgeteilt im Buddhismus auf 5 Skandhas, 5 Haufen, 5 Anhäufungen der Teile, aus denen du bestehst. Es ist im 18. Kapitel wichtig, in dem es um eine Diskussion über die Leerheit der Person und ihrer Teile geht. Denn dies ist die typische Einteilung der Teile einer Person. Es sind die 5 Teile. Im Westen sagen wir Körper und Geist. Wenn ich 5 Haufen sage, 5 Skandhas, 5 Teile einer Person, möchte ich, dass du an Körper und Geist denkst. Das ist wie eine perfekte Übersetzung ins westliche Denken, Körper und Geist. Hat dein Körper einen Kern? Hat dein Geist einen Kern? Haben Körper und Geist zusammen, wie zum Beispiel Tim, einen Kern? Einen unveränderlichen Kern, einen Atman. Habe ich dir 3 Worte versprochen? Hatte ich ein drittes hier? Nein, nur 2. Ach, tut mir leid. Jetzt werde ich zum Anfang des Kapitels zurückkehren. Er sagt, wenn du darüber sprichst, wenn du mit deiner Untersuchung der Leerheit beginnst, dann, das ist es, was er mit dem Kapitel 18 tut. Jetzt beginnt er konkret unsere Reise in die Leerheit selbst. Er sagt, lasst uns in 5 Schritten vorgehen. Lasst uns in 5 Schritten vorgehen. Normalerweise lese ich dir nicht den Kommentar vor, weil das ein paar Jahre dauern würde. Aber wenn ich einen Teil des Kommentars sehe, der besonders sexy oder interessant ist oder dir helfen wird, Leerheit zu verstehen,
Dann werde ich eine Pause machen und lese einfach direkt aus dem Kommentar. Das werde ich jetzt tun. Wenn wir untersuchen, wie man auf die Idee kommt, dass die Dinge nicht sie selbst sind, wie kommt man zum ersten Mal darauf? Wie erwächst in uns zum ersten Mal diese Idee, dass eine Sache nicht sie selbst ist? Und er sagt, 5 Schritte. Wenn du erforschen willst, wie die Dinge nicht sie selbst sind, lass uns das aus 5 verschiedenen Gesichtspunkten machen. Nummer 1. Ich werde dir beschreiben, wie du zum ersten Mal auf Leerheit kommst. Er nennt es hier das So-Sein, das ist das gleiche, Tattva. Ich werde dir erklären, wie du auf das So-Sein kommst. Erstens. Zweitens. Schau, ich weiß, Buddha sprach über die Teile der Person. Ich weiß, dass der Buddha über scheinbar solide Fähigkeiten einer Person sprach. Aber schau, ich widerspreche nicht, was er über Menschen gesagt hat. Bei der ersten Drehung des Rades. Ich widerspreche dem nicht. Was wir sagen, wenn wir sagen Michael und Michaels Teile, kommen nicht von Michael und Michaels Teilen. Was wir damit meinen, ist klar. Wenn wir zeigen können, wie wir nicht im Widerspruch damit stehen, was der Buddha gesagt hat, als er anfing zu lehren. Er sprach viel über Dinge, als ob sie solide wären und als ob sie ihre eigene Identität hätten, als ob sie ihre eigene Identität hätten. Und im Grunde genommen werden wir nur zeigen, dass zu Beginn seiner Lehrtätigkeit Lord Buddha über Dinge sprach, als eine Art von konkreten Dingen, weil er sich aufwärmte, um dir zu sagen, warum sie nicht konkret sind. Er hat sich nur aufgewärmt. Wir werden diese scheinbaren Widersprüche zwischen den späteren Lernen über die Leerheit und den früheren Lernen über die Teile einer Person, in denen sie so konkret zu sein scheinen, ausarbeiten. Drittes Thema hier, wenn du Leerheit wirklich verstehen möchtest. Was sind die Stufen, um einen Schüler richtig an diese tiefgründigen Ideen heranzuführen? Du kannst dich nicht einfach hinsetzen und sagen, hey, du bist Leerheit, du bist nur aus Leerheit entstanden. Wir sollten lieber eine Strategie haben. Was ist ein intelligenter, effektiver Weg, um einer anderen Person Leerheit näher zu bringen? Wenn du zum Beispiel versucht hast, mit deinen Familienmitgliedern über Leerheit zu sprechen, bist du sofort auf dieses Problem gestoßen. Es gibt geschickte Wege, um anzufangen, über die Bedeutung der Leerheit zu sprechen, zum Beispiel in der Küche. Und es gibt Wege, auf die man nicht anfangen sollte, über Leerheit zu sprechen, die die Leute nur verwirren würde. Der dritte Schritt hier ist also, was sind geschickte Wege, was sind geschickte Strategien, um Menschen Leerheit näher zu bringen? Ich liebe den nächsten Abschnitt, der lautet, wenn Leerheit selbst leer ist, hat sie dann irgendwelche definierenden Eigenschaften? Hat sie irgendwelche besonderen Merkmale, die ausschließlich Leerheit eigen sind? Ja, und das hat sie. Und sie sind wirklich sexy, ich mag sie wirklich sehr. Er wird also über die definierenden Merkmale sprechen, die besonderen Merkmale der Leerheit selbst. Wir neigen dazu zu denken, dass wenn Leerheit nichts bedeutet, sollte sie keine besonderen Eigenschaften haben oder typischen Merkmale. Aber es ist genau das Gegenteil. Leerheit hat viele Merkmale oder Eigenschaften, die für sie typisch sind. Und Nagarjunas Erklärung zu diesen Merkmalen ist wirklich faszinierend. Sehr faszinierend. Okay, 5. Ist es nicht passend, dass der letzte Abschnitt in unserer Einführung in die Leerheit lauten sollte, wie du dein Leben verbessern wirst, indem du Leerheit verstehst? Wie willst du diese Leerheit in eine praktische Anwendung in deinem Leben integrieren, um ein erfolgreiches und sinnvolles Leben zu haben? Ist das nicht eine wunderbare letzte Kategorie, die wir besprechen werden? Du hast dieses große
Idee, dieses große Thema gelernt, diese große Theorie der Leerheit. Aber wie wird sie dein Leben verbessern und das Leben anderer Menschen? Also, weiter. Wir fahren jetzt fort mit, ich habe hier ein Bild für dich von einer Dame auf einer Schaukel, glaube ich. Ja, die Leute neigen dazu zu denken, ach, ich weiß nicht, ich habe dieses Bild gesehen und ich dachte, oh, das ist perfekt. Die Leute denken irgendwie, dass ihre Beziehung zur Leerheit, naja, du weißt, sie würden nicht sagen, ich habe eine persönliche Beziehung mit Leerheit. Das klingt irgendwie seltsam. Es ist wie der Partner dieser Dame die Sonne wäre oder so. Tatsache ist aber, dass es Möglichkeiten gibt, bei denen man eine Beziehung zur Leerheit haben kann. Fast eine persönliche, intime Beziehung mit der Leerheit. Und das ist ein großer Teil der Kapitel, die wir behandeln werden. Wie kannst du anfangen, eine sinnvolle, persönliche Beziehung zur Leerheit zu haben? Das werden wir noch durchgehen. Und dann sagt er, fangen wir zuerst damit an, wenn du dich an die erste Kategorie erinnerst, sie hieß, wie sollten wir in die Leerheit eintreten? Kann mir jemand sagen, was die besondere Bedeutung des Wortes Joke ist? Es ist dasselbe Wort wie bei mit dem Boot über den Ozean losfahren. Ja, Avatara. Wie sollten wir also beginnen auf unserer Reise zur Leerheit? Was sind die ersten Schritte, die wir unternehmen müssen? Und dann sagt er, oh, diese ersten Schritte kommen selbst in zwei Teilen. Die ersten Schritte, die du machen musst, um mit Leerheit loszulegen, haben selbst zwei Teile. Und normalerweise lese ich dir nicht seinen ganzen Entwurf vor, was wirklich eine lange Geschichte ist, wie Chone Lama Nagarjuna gliedert. Und das ist sehr schön und sehr hilfreich. Aber es würde 1 oder 2 Jahre dauern. Aber ich mache Notizen, ich mache eine gesonderte Aufstellung der, wie nennt man das? Eine Mindmap, eine Ansammlung von Ideen, der Übersicht und es ist wunderschön. Ich halte es getrennt, aber es ist sehr komplex. Aber ich habe einige Teile seines Entwurfs, die einfach zu sexy sind, um sie zu ignorieren. Er sagt, in die Leerheit zu gehen, ist genauso wie das Betreten eines Schiffes und über den Pazifischen Ozean damit zu fahren. Das besteht aus 2 Teilen. Die Erforschung von Leerheit kommt zwangsläufig in 2 Schritten. Eine persönliche Erkundung von Leerheit sollte 2 getrennte Schritte umfassen. Nummer 1. Du musst hart arbeiten, um die Schriften zu lernen, die die Leerheit beschreiben. Das bedeutet, dass man hart daran arbeiten muss. Ich meine, das ist das, was wir jetzt tun. Sich seinen Weg zu erkämpfen, den Weg durch die Leerheit, die Lehren von Leerheit zu finden. Du musst dich dem aussetzen und hingeben. Es wird eine lange Reise durch einen dichten Wald sein, viele kratzige Bäume und viele schlammige Stellen. Aber deine erste Aufgabe ist es, Leerheit auf eine theoretische Weise zu verstehen. Und das impliziert den zweiten Schritt, der darin besteht, es in deinem Leben in die Praxis umzusetzen. Wende es in deinem Leben an, nutze es, um erfolgreicher zu werden. Nutze es, um eine bessere Familie zu haben. Nutze es, um ein besseres Geschäftsleben zu haben. Nutze es, um ein glücklicherer Mensch zu sein im Laufe deines Lebens. Der zweite Schritt. Nutze diese Lehren über Leerheit. Meditiere über sie. Nutze die persönlichen Anweisungen von John und Connie O'Brady. Indem du das tust, Tim, Kyundu? Ja, beende alle deine Probleme in deinem Leben. Kyun bedeutet Probleme in deinem Leben. Nyepa bedeutet auch Probleme in deinem Leben.
Problem, Problem bedeutet das. Und das nächste bedeutet, wenn du über Leerheit meditierst, wenn du dich an die Leerheit gewöhnst, kannst du den Mist in deinem Leben loswerden. Und rate mal was. Wenn du einen nach dem anderen die Teile deines Lebens aufräumst, die nicht sehr schön sind oder nicht sehr glücklich oder nicht sehr erfolgreich, dann kommt diese seltsame Erfahrung am Ende. Alles, was dir bleibt, ist Erfolg. Alles, was dir bleibt, ist großes Glück, große Zufriedenheit, ein wunderbares Leben. Wenn du gräbst, es ist, als würde man sein Haus entrümpeln, richtig? Wie zurzeit, ich habe vergessen warum, aber ich versuche mein Haus zu entrümpeln und ich mache Zimmer für Zimmer. Hauptsächlich Schnickschnack, meistens dumme kleine Dinge, die ich in meinem Haus habe. Ich nutze sie nicht. Ich denke nicht über sie nach und ich schaue sie nicht einmal an. Und wenn du nur geduldig bist und methodisch vorgehst und dich eins nach dem anderen durch den Müll in deinem Haus arbeitest und dich seiner gnadenlos entledigst, nicht einmal einen Kompromiss eingehen, nicht sagen, oh, vielleicht würde Rosa das mögen, wirf es einfach weg, denn sie hat auch nur begrenzten Raum in ihrem Haus. Wenn du also eines nach dem anderen die schwierigen Teile deines Lebens ausräumst, was dir bleibt, ist pures Glück. Das ist alles, was dir bleibt. Das sind also die 2 Schritte, die wir bereits im Studium der Leerheit vorgestellt haben. Nummer 1. Nimm die Theorie durch. Arbeite das Buch durch. Arbeite dich durch die Ideen. Und dann, 2. Setze sie in die Praxis um. Meditiere über sie und nutze sie, um das Haus namens dein Leben zu entrümpeln. Schmeiß eines nach dem anderen die Sachen raus, die nicht so wichtig sind oder nicht sehr angenehm. Und was übrig bleibt, ist ein elegantes, schönes Haus, wie das Haus von John Brady. Ich werde dir ein Bild zeigen von einem kleinen Jungen auf 2 Stufen. Ich habe versucht, ein Bild zu finden von 2 Stufen und ich habe das hier gesehen. Es hat mehr Stufen als 2, aber eben 2 Hauptstufen. Und ich hoffe, dieses Bild wird dich daran erinnern, die Stufe des Fundamentes und unter seinen Tennisschuhen und das ist das, was du jetzt tust. Mache die harte Arbeit, um die Theorie hinter der Leerheit zu verstehen. Und dann der 2. Schritt, das ist das, wo sein Hintern sitzt, ist die Anwendung dieser Theorie in deinem wirklichen Leben, um die verrotteten Teile deines Lebens auszuräumen. Und dann ist alles, was übrig bleibt, die Schönheit und die Eleganz deines Lebens. Okay, cool. Machen wir weiter. Oh mein Gott, da ist eine weitere Aufteilung hier. Okay. Ich folge immer noch seiner Übersicht, tut mir leid, aber wir werden ihr nicht zu lange folgen. Er sagt, dass das erste Thema, über das wir gesprochen haben, das war das theoretische Begreifen von Leerheit, Leerheit theoretisch zu durchdringen, das an sich hat wieder 2 Teile. Hast du das, Tim? Willst du es zeigen? Und nebenbei bemerkt, Tim macht das alles während der Fahrt und Gott segne ihn, er macht einen tollen Job. Kannst du weiter die theoretische Studie und den Hintergrund beschreiben, den wir haben sollten, um den Ozean der Leerheit zu überqueren? Und er sagt, ja, ich werde dir sagen, was es ist. Diese beiden. Sag Dak. Sprich Dakiwa. Dak, Dakiwa. Dak bedeutet atmen, bedeutet Selbst oder Kernnatur. Dakiwa bedeutet von dem. Wenn du also Leerheit studierst, in der Theorie, behandelst du 2 Themen, mich und meins. Dak bedeutet atmen, bedeutet ich. Und dann Dakiwa bedeutet mein. Warum ist das wichtig? Wenn du über das Rad des Lebens sprichst, wenn du auf 1 Uhr schaust auf dem Rad des Lebens und du schaust dir an, was das Rad des Lebens zum Drehen bringt, ist es immer das Missverstehen 2 Dinge. Mich und meins. Mich und die Sachen, die ich besitze. Ich und oder meine Hand oder ähnliche Dinge. Wenn du Leerheit erforscht,
ist es immer in Bezug auf das Erforschen der Leerheit von Michael und das Erforschen der Leerheit der Dinge, die zu Michael gehören. Einschließlich der Welt und meiner Hand. Solche Dinge. In Ordnung. Also zuerst werden wir unser Missverständnis von mir beenden. Und dann müssen wir unser Missverständnis von mir selbst beenden. Kein Ich führt zu keinem Mein. Hier ist ein Bild für dich. Es sollte wohl 2 Füße sein, denke ich. Ups, ja, das gefällt mir. Das Ich sind deine Beine. Das Mein sind die Schuhe, verstehst du? Und ich habe versucht, beide Dinge zu betonen. Mich und mein. Meines endet kurz vor den Schuhen dort. Ich und mein. Du musst die Leerheit von mir und mein verstehen, wenn du das Haus ausmisten willst, das sich dein Leben nennt, und mit einem sauberen, eleganten Haus zurückbleiben möchtest. Genannt Nirvana oder Erleuchtung. Okay, gut. In Ordnung. Noch einmal. Ach, tut mir leid, aber ich möchte doch noch ein bisschen mehr auf seine Übersicht eingehen. Die Erforschung von mir hat 2 Teile. Die Erforschung von mir, wenn du davon sprichst, mich zu erforschen, dann hat das 2 Teile. Sagt Chuluk. Chuluk. Und Tenla Bepa. Chuluk. Tenla Bepa. Okay, gut. Und das ist eine coole Aufteilung. Das erste bedeutet, wie du mich und mein untersuchst, besonders mich hier. Wie erforschst du Michael? Lass uns eine Untersuchung von Michael machen. In der Tat wird Tim ein Buch übersetzen mit dem Titel, was wiederum Analyse bedeutet. Wir müssen also Michael analysieren. Und indem wir Michael analysieren, werden wir eine Strategie entwickeln. Tenla Bepa bedeutet, wir werden eine Strategie für das Leben entwickeln. Zuerst werden wir Michael untersuchen und dann kommen wir mit einer Strategie, wie wir mit Michael umzugehen haben, wie man Michael glücklich machen kann. Hier ist also ein Bild für euch. Das ist Sherlock Holmes. Er ist also ein berühmter Detektiv und dies repräsentiert die 2 Schritte, die wir machen müssen, um die Leerheit von Michael zu verstehen. Nummer 1. Untersuche, wer Michael ist. Untersuche, wer Michael wirklich ist. Und dann zweitens, eine Strategie entwickeln, die darauf basiert, wie man Michael glücklich machen kann. Finde zuerst heraus, wer Michael ist und entwickle dann eine Strategie, um ihn glücklich zu machen. Das sind die beiden. Ich werde also rückwärts durch diese Gliederung gehen. Wir werden Michael untersuchen und Strategien, um ihn glücklich zu machen, weil wir mich untersucht haben. Und dann haben wir mein untersucht. Und warum? Weil wir vorhatten, die Arbeit an der Theorie zur Leerheit zu machen. Und dann wollten wir die praktische Arbeit zur Leerheit machen. Das machen wir alles, weil wir die Leerheit der Person erforschen wollten und die Teile der Person. Das ist die Gliederung, die wir durchgehen. Ich werde hier zum Ende zurückgehen und wir sind eigentlich... Oh, ich dachte, das ist jetzt ein guter Moment, um dir ein Bild des Buches über Leerheit zu zeigen, das... okay, wir werden es morgen machen. Ich werde dir einen QR-Code geben und ich werde dir sagen, wie du das Buch bekommst, das John und Connie für dich erklären werden. Ich werde es morgen erklären. Okay, jetzt geht's los. Wir haben noch ein bisschen Zeit übrig und es gibt eine Tradition in diesen Lehren. Wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten? Ja, es gibt eine Tradition, deinen Zeh in das kalte Wasser zu stecken. Also los. Wir werden unseren Zeh ins Wasser stecken. Und dann werden wir nach Japan schwimmen. Wir stecken nur unseren Zeh ins Wasser. Und das sind die ersten beiden Zeilen. Er handelt nicht einmal die ganze erste Strophe ab. Er gibt dir nur die Hälfte der ersten Strophe, weil er dich nicht ertrinken will. Und hier ist die erste Strophe.
Warte eine Sekunde. Okay, gut, das macht Sinn. Okay, da steht, wenn dein Körper und dein Geist du wären, dann müsste, dann müsste Tim T sein. Ich meine T. Ich meine im. Ich meine um. Ich mache keine Witze. Wenn du nur dein Körper und dein Geist bist, dann, da dein Körper und dein Geist ständig. Laut dem Buddhismus, Kechiki Kechiki, sag Kechiki, Kechiki, du musst es zweimal sagen und du musst es mit Rhythmus sagen. Kechiki Kechiki, Kenchik Tipeje. Wir hatten es kürzlich, richtig? Ja, danke. Tim wird existent. Er existiert plötzlich und existiert dann plötzlich nicht mehr. Millisekunde für Millisekunde. Im Buddhismus sehen wir Tim nicht als einen konstanten Fluss. Wir sehen Tims Körper und Tims Geist nicht als einen konstanten Fluss. Vielmehr sind es Millisekunden von Ereignissen oder Millisekunden der Wahrnehmung, die aufeinander folgen, wie da 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 da. Kitschiki kitschiki. Sie beginnen und enden fast im selben Moment, in einem Strom von Momenten. Tims Körper verändert sich von Augenblick zu Augenblick, was wir alle bereits wissen. Du wirst von Minute zu Minute älter. Dein Geist verändert sich von Augenblick zu Augenblick. Aber bedeutet das, dass Tim sich von Augenblick zu Augenblick verändert? Nennen wir ihn nicht Tim seit dem Tag, an dem er als Tim getauft wurde, bis zu dem Tag, an dem wir seinen Nachruf schreiben. Das heißt nicht, dass du jemals einen haben wirst. Aber, weißt du, wir ändern nicht den Namen, oder? Der Name ist konstant. Worauf sich der Name bezieht, der Körper und der Geist, auf die sich der Name bezieht, ist etwas, an dem man nicht einmal einen einzigen Moment davon festhalten kann. Sie sind ständig im Fluss. Aber der Name ist nicht im Fluss. Tim ist Tim. Wir ändern seinen Namen nicht jedes Mal, wenn sich sein Körper verändert, denn das wären ja Millionen von Namen. Also, wir haben irgendwie das Gefühl, und hier befindet sich eine Leerheit, wir haben das Gefühl, dass Tim eine gewisse Kontinuität hat. Tims Körper verändert sich vielleicht von Augenblick zu Augenblick und Tims Geist verändert sich vielleicht von Augenblick zu Augenblick. Und Tim mag seinen Körper besitzen und seinen Geist. Und Tim kann sogar sein Körper und sein Geist sein. Aber irgendwie ist Tim konstant. Wir haben dieses Gefühl. Tim wurde geboren. Tim lebte ein Leben. Tim ist verstorben. Es ist aber immer noch Tim, richtig? Der Körper wird geboren, der Körper geht, der Körper verändert sich, der Körper schmilzt dahin. Aber Tim ist derjenige, der den Körper hatte. Und Tim hat sich nicht verändert. Tim war konstant. Tim hat sich nicht in Mike verwandelt und Mike änderte sich nicht zu Rosa in 3 Minuten der Veränderung von Tims Körper und Geist. Es war immer noch alles Tim, richtig? Er sagt also, wenn der Körper und der Geist ihre eigene Existenz haben, wenn der Körper und der Geist von ihrer eigenen Seite her existieren würden, dann muss Tim seinen Namen jede Millisekunde ändern. Dann sollte Tim dem folgen. Wenn Tim die Summe aus Tims Körper plus Tims Geist ist und wenn er selbst existent ist, wenn er von seiner eigenen Seite kommt, dann, da der Körper und Geist kollabieren, einfach von Millisekunde zu Millisekunde auseinanderfallen, dann sollte sich Tim als eine Idee und Tim als ein Konzept von Moment zu Moment ändern. Und das tut er nicht. Das ist ein Beweis dafür, dass Tims Beziehung zu seinem Körper nicht von seiner eigenen Seite kommt, okay? Verstanden? Also, der erste Schritt, um Tim zu untersuchen, ist es, seine Teile zu untersuchen. Seine Teile sind sein Körper und sein Geist. Wenn sein Körper und sein Geist Tim sind und wenn Tims Körper und sich pro Millisekunde verändert
Und wenn Tims Geist sich pro Millisekunde verändert und wenn Tim aus seinem Körper und Geist zusammen besteht, dann sollte sich Tim jede Millisekunde verändern. Und dann wäre es nicht Tims Körper und Geist. Dann wären es in der zweiten Millisekunde Mikes Körper und Geist und Rosas Körper und Geist in der dritten Millisekunde. Es sollte sich ändern. Wenn die Beziehung selbst existent ist zwischen Tim und seinen Teilen, wenn es von ihrer Seite kommt und nicht von uns, insbesondere nicht von Tim, dann sollte Tim nicht länger als eine Millisekunde andauern. Und er wäre in der Tat nicht wiederzuerkennen, da diese Millisekunde kein vorderes Ende haben würde und kein hinteres Ende, okay? Alles klar. Also, ich lasse dich hier. Aber nur noch eine Idee, mit der ich dich gerne gehen lassen. Arya Nagarjuna war sein ganzes Leben von den Widersprüchen des Lebens geplagt. Das ist es, was Nagarjuna zu Nagarjuna machte. Er war beunruhigt über die Widersprüchlichkeit des Lebens. Ich kann mir vorstellen, dass es Nagarjuna zutiefst beunruhigte, wenn eine Geschäftsstrategie zum Erfolg für ein Unternehmen führen würde und dann zum Misserfolg für ein anderes Unternehmen. Zum Beispiel, wenn das Investieren in Aktien für eine Person funktioniert und bei einer anderen Person nicht. Das würde Nagarjuna zutiefst beunruhigend finden. Er würde sagen, warum? Es sind dieselben Aktien. Warum sollte eine Person eine Investition machen und scheitern? Und warum sollte eine andere Person eine sehr ähnliche Investition tätigen und erfolgreich sein? Warum? Das hat ihn wirklich beunruhigt. Also, Nagarjunas Ansatz für uns ist zu sagen, schau, dieses Zeug stört mich. Ich verstehe es nicht. Und das ist seine Art zu unterrichten. Er sagt, ich verstehe nicht, warum Tim da sein sollte und sein ganzes Leben lang, sich aber sein Körper und sein Geist jede Millisekunde verändert, sein Geist jede Millisekunde anders wird. Müsste Tim da nicht in der zweiten Millisekunde ein anderer Tim sein, wenn er nicht derselbe Körper und Geist ist? Es beunruhigt mich. Irgendwas hier stimmt nicht. Irgendwas hier stimmt nicht. Wenn du anfängst, dich so zu fühlen, dann fängst du an, Nagarjunas Ansatz zu verstehen. Die Dinge sehen nicht richtig aus. Wenn die Dinge von ihrer eigenen Seite kommen, sieht die Sache irgendwie verdächtig aus. Irgendwas stimmt nicht. Und sein ganzes Leben hat er damit verbracht, herauszufinden, wie man es richtig macht. In Ordnung. Dann sehen wir dich in der nächsten Stunde und wir werden zur Antwort kommen.